Schönen guten Morgen. Die ganze Nacht so geregnet. Heute ist wieder trocken, also die Sonne scheint. Ist auch nicht so brutal heiß, vielleicht so 30 Grad. Ich bin wieder zurück im Hostel und heute muss ich was machen. Das schiebe ich schon eine Woche vor mir her. Ihr wisst ja, ich bin Mr. Radlager und ich hatte sie in Santa Cruz wieder gewechselt. Da musste auch wieder was ausgedreht werden, weil es wieder nicht richtig gepasst hat. Und ich glaube, das Hinterrad ist auch soweit fest. Allerdings bin ich jetzt 1500 Kilometer gefahren und ich will jetzt mal nachschauen, weil ich habe irgendwie ein leichtes Quietschen. Ich habe das ja schon erwähnt. Ich kann es nicht lokalisieren. Ich glaube nicht, dass es vom Hinterrad kommt. Ich glaube auch nicht, dass es vom Vorderrad kommt. Wenn man die Maschine so runterdrückt, hört man auch nichts. Wenn man das hochbockt und das Rad dreht, nichts. Wenn man dran rüttelt, alles fest. Also ich weiß es nicht genau, wo das Quietschen herkommt. Aber ich check jetzt einfach nochmal. Baue wieder einmal das Hinterrad aus. Habe ich gar keinen Bock drauf. Also, Rad ist draußen, schauen wir mal. Es ist bombenfest und es dreht sich perfekt. So, jetzt nehmen wir das Kettenrad nochmal ab und es hier checkt. Ist alles fest und es läuft gut. Bei dem Seal bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist der Seal, der nicht genau passt. Ja, der sitzt nicht perfekt, glaube ich. Vielleicht kann ich da nochmal einen neuen Seal besorgen in La Paz. Ja, sonst ist das in Ordnung. Das Lager hier. Fest auch. Schwierig. So fettig, ich kann es gar nicht drehen. Ah, jetzt. So, nach längerer Untersuchung ist mir aufgefallen, hier, das ist das, was in Calafate geschweißt wurde, wie man sieht hier. Das ist fest in die Richtung, also nach außen. Aber man kann das so ein bisschen hoch und runter ziehen. Kann ich jetzt natürlich nicht. Und jetzt hier sieht man das. Hoch und runter hat es. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, weil es kommt ja dann von außen Druck drauf. Dann hält es das unten. Ich werde es jetzt fetten. Dann werde ich das Ziel reinkloppen. Und dann werde ich es wieder zusammenbauen. Und noch 30 Mal da reinfassen. Dann werde ich hier mal aufmachen, werde die Kette hier runternehmen und werde das mal drehen, wie sanft sich das dreht. Weil hier ist auch ein Lager drin. Wenn das kaputt ist, das ist eben das, wenn man die Kette zu doll auf Spannung hat, dann kann hier vorne das Lager kaputt gehen. Und das ist dann hast du ein größeres Problem. Weil es dann eine Riesenarbeit ist, das auszutauschen. Aber wenn ich es jetzt offen habe, dann gucke ich mal, dann habe ich das auch gecheckt. Hier war jetzt dieser Gummi drin. So. Und da hängt der ganze Schmodder drin, aber richtig. Vielleicht ganz gut, dass ich es mal aufgemacht habe. Jetzt nehme ich sie mal runter. Kette. So.
Nee, das ist zum Glück tipptopp. Oh, hier sind so viele Moskitos. Ist okay, das Moped, wie ihr seht, ist auch schweinedreckig. Aber ja, Regenzeit halt. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber die Lager sind in Ordnung zumindest. Es kann eigentlich nicht nach 1500 Kilometern kaputt sein. Und es läuft auch so perfekt eigentlich. Wenn man das jetzt aber vergleicht mit diesem, das läuft weicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja, das wird mich noch weiter beschäftigen. Jetzt baue ich wieder zusammen. So, wieder ein bisschen was gemacht und es läuft jetzt ganz gut. Kettenspannung ist okay, denke ich. Vielleicht so ein bisschen lockerer machen, wenn es gleich auf dem Seitenständer steht. Mal schauen. Vorne gereinigt. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen sauber. Also Kette ist gefettet, gereinigt und gefettet. Reifen habe ich nochmal aufgepumpt. Und jetzt habe ich hier schon die 4 Schrauben gelöst, wie man da unten sieht, von dem Dings. Und ich habe hier schon freigewischt, deswegen ist das nicht so, zwar super sandig alles, man sieht noch die Reste. Aber ich habe das schon mal ein bisschen grob gereinigt. Dieser Schnorchel ist sauber. Hier habe ich auch schon die Schraube, hier ist noch eine drinne. Tief, deswegen braucht man einen längeren Schraubenzieher als das Bordwerkzeug. Ich weiß, ich habe schon 20 Mal gesagt, aber es ist einfach nicht zu glauben, dass die da einen Schraubenzieher reinmachen, wo man nicht mal den Luftfilter mit öffnen kann. Man kann, aber man braucht noch eine Zange dann oder so. Und hier, ja, ist kein Öl drin, das ist schon mal gut. Hier unten ist ja diese also diese Ablassschraube, Ventil. Kann ich mal schauen. Das füllt sich ja immer mit Öl. Wenn die Maschine umfällt oder so, läuft da Öl irgendwie rein in den Kasten. So, hier, man sieht, es ist ein minimal, also oft ist es knallvoll, aber es ist minimal gefüllt. Ich hatte früher auch, früher habe ich halt nie nachgeguckt da. Aber dann war da Flüssigkeit oben in dem Kasten. Also hier, das werde ich jetzt kurz reinigen. Aber jedenfalls ist es dafür da, dass es da ablaufen kann. Aber man muss gucken. Ich hatte es auch beim Nomad Sweden gesehen. Der hatte irgendeinen Kumpel, der hat eine Teneré. Da ist das Ding irgendwie einmal am Tag voll gewesen. Also muss man dann schon mal lernen. Das mache ich jetzt. Man sieht, hier ist ein bisschen Staub drin, aber das ist okay. Solange der Staub, also dann hat der Filter seine Aufgabe gemacht. Dann ist der Staub da und nicht reingegangen. Jetzt gucken wir den Filter noch kurz an. Ja, überhaupt nichts. Ist besser, wenn man das so gegen das Licht hält. Ja, hier ist es zu dunkel jetzt. Ah, der ist tipptopp noch. Ich habe den erst 3000 Kilometer drin, aber 3-mal, 4-mal gereinigt. Das bringt schon was. Ich meine, das ist nicht viel. Aber wenn man das jetzt hier mal ausklopft, dann sieht man hier, ist da schon so ein Staub raus. Das kann man jetzt mal so eine Stunde machen. Oder eine halbe Stunde, je nachdem wie lange man Bock hat. Und dann kommt der ganz feine Sand so raus. Und das bringt natürlich dann schon ein bisschen was. Ja, mit den Lagern, das ist halt ätzend. Irgendwann, wenn ich eine neue Radnabe, wenn ich eine andere Radnabe hätte, oder wenn ich das damals nicht zerstört hätte, dann hätte ich kein Problem mit der Teneré. Aber so habe ich ständig mit dieser Radlagerscheiße rumzumachen. Naja, so ist es. Und ich bin total zerstochen an den Beinen. Also zusammenbauen, duschen und dann gehe ich mal was essen.
Also die Regenzeit schlägt jetzt ein bisschen mehr ein. Heute ist wieder ein regnerischer Tag, aber nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Und der Frank ist dazu gekommen. Ich habe es nicht geschafft, ihn abzuschütteln. Und wir fahren jetzt zusammen, das ist der Plan zumindest, noch weiter in den Dschungel. Und ja, da wollen wir morgen starten. Mal sehen, wie das Wetter sein wird. Jetzt gehen wir aber erst noch mal Sandwich essen. Eine der besten Sandwich-Läden hier soll es sein. Wir sind mal gespannt. Da sind so Würstchen drin. Ja. Er macht die Haut ab, wie man das sieht. Aha, okay. So sieht es aus. Und hier sind Wasserschweine direkt an der Straße. Das ist ja unglaublich. Mit Babys und allem.